Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wenn ihr das Video jetzt hier gerade seht, dann ist ja heute mein Geburtstag. Ich werde 30 Jahre alt. Ja, am 12.10. ist es soweit. Ich produziere das Video hier einen Tag vor. Und ja, ich wollte das Video heute mal zur Gelegenheit nutzen, um einfach mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was eigentlich ja, so die letzten paar Jahre überhaupt so bei mir passiert ist, beziehungsweise wie sich das auch hier auf YouTube und jetzt auch auf Twitch weiterentwickelt hat. Denn das ist wirklich alles andere als ja, selbstverständlich für mich, weil ich aus einer Zeit komme, wo das Ganze noch ganz anders ausgesehen hatte. Und das wollte ich euch heute auch nochmal hier in dem Video zeigen. Ja, wie lange ihr mich jetzt eigentlich schon hier begleitet auf YouTube und jetzt auch ja, seit 2024 auch hier auf Twitch weiterhin begleitet. Das ist wirklich, wirklich insane und es macht mir auch nach wie vor wirklich extrem viel Spaß, gerade auch das Streamen auf Twitch und so. Das ist unglaublich, ja, was mir das für einen Spaß gemacht hat. Ich bereue auch nach wie vor nicht, vor einem Jahr von YouTube-Streaming auf Twitch-Streaming ja, gewechselt zu haben und ja, jetzt hier halt eben meine Reise weiter zu begleiten, ja, beziehungsweise weiterzuführen. YouTube bleibt nach wie vor natürlich immer noch so ein bisschen mein Steckenpferd, sag ich mal, ne, wodurch das alles auch entstanden ist. Aber natürlich merke ich auch selbst, dass der Trend so ein bisschen auch von YouTube weggeht, hin zu Twitch, zumindest was auch so Shakes and Fidget anbelangt. Trotzdem sind ja, Videoformate, YouTube ist da immer noch ganz, ganz vorne halt mit dabei. Da kann niemand was der Plattform vormachen. Und für solche Videos wie das hier ist halt YouTube einfach unersetzlich und das könnte ich auch im Stream besprechen, aber ist halt wirklich eher so ein Ding für ein YouTube-Video. Ich möchte euch was zeigen heute, was ich schon ein, zwei Mal gezeigt habe und möchte das vielleicht auch so ein bisschen als Motivation für den einen oder anderen nehmen, der auch vorhat, vielleicht mit Content anzufangen oder sich ja, mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen. Und zwar haben wir hier einmal meine kompletten Statistiken, seitdem ich quasi YouTube jetzt mache. Ja, und ich hatte diese Statistik schon ein paar Mal gezeigt, weil es einfach sehr gut zeigt, was halt eben auch so Ausdauer, Durchhaltevermögen und Disziplin auch so bringen kann in der Zukunft. Ja, und dass man sich halt nicht von irgendwelchen Rückschlägen vielleicht unterbringen lassen soll. Ich habe heute das Video extra hier dazu genommen, weil ich halt jetzt heute, also ne, morgen für mich jetzt, für euch ist es heute am 12. 30 Jahre alt bin, beziehungsweise werde. Und ich mir überlegt habe, okay, seit wann mache ich eigentlich YouTube? Ja, seit wann habe ich damit angefangen? Und wenn ihr mal zurückgeht hier in die Vergangenheit, dann seht ihr bereits schon, dass hier, die Nummer ist zwar ein bisschen abgeschnitten, aber seit 2011 ich quasi schon mit YouTube angefangen habe, beziehungsweise dort meine ersten Videos gemacht habe. Heißt im Umkehrschluss, ich mache dieses ganze Social Media Zeug, sei es YouTube, Content Creation, ja, Twitch, jetzt nicht so lange, aber sagen wir mal insgesamt dieses ganze Social Media Ding, Videos zu produzieren, Content zu erstellen, mache ich jetzt seit 2011, das sind knapp 15 Jahre. Wenn man das so rechnet, mache ich das mittlerweile die Hälfte meines Lebens. Ja? Ich mache die Hälfte meines Lebens mittlerweile schon dieses Hobby. Ich habe es damals zu Schulzeiten, ja, zu Schulzeiten habe ich damals mit YouTube angefangen. Da war ich vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht 7., 8. Klasse oder so. Ja, da habe ich meine ersten YouTube-Videos gemacht. Damals noch irgendwelche alten Shooter noch gespielt, Medal of Honor, Call of Duty, Black Ops. Ja, das waren meine Anfänge damals gewesen. Und weil mir das schon damals 2011 einfach Spaß gemacht hat, Dinge aufzunehmen, diese hochzuladen auf YouTube und die dann für immer quasi als Achievement, als Archiv, nicht Achievement, als Archiv quasi abgespeichert zu haben und meine besten Momente so festzuhalten. Das hat mir damals schon Spaß gemacht. Es hat mir auch schon Spaß gemacht, Videos ein bisschen zu schneiden, ein bisschen anzupassen und so hier und da mal zu editieren. Ja, das ist ein bisschen zurückgegangen, diese Leidenschaft dafür. Ja, aber nach wie vor ist natürlich die Leidenschaft für Content Creation immer noch da, immer noch so wie vor, ja, weiß ich nicht, vor 15 Jahren. Und das ist halt einfach
kann man so sagen, das ist mein Leben. Das ist das, was ich gerne mache. Das ist das, was mich erfüllt. Das ist, ja, meine Leidenschaft, die ich jetzt sogar teilweise zum Nebenberuf quasi machen kann, dank euch. Und das alles nur, weil ich Spaß an dem gehabt habe, was ich dort gemacht habe und nicht irgendwie aus irgendeinem Hintergedanken zwecks irgendwie, ja, schnelle Mark verdienen, ein bisschen Geld abgreifen. 2011 gab es sowas damals noch gar nicht, dass es so diese Möglichkeit gibt, damit Geld zu verdienen. Und wenn ihr euch das mal anschaut, habe ich hier einfach wirklich so gut wie gar keine Aufrufe gehabt. Ja? Wenn man sich das hier anschaut, hier haben wir erst 2018, hier geht 2018 los, hier ungefähr ist so 2017. Ja? Und hier kommt der ganz große Wendepunkt, sag ich mal, meiner YouTube-Karriere, wenn wir es so nennen möchten. Denn hier habe ich angefangen, aktiv Shakes and Fidget Videos zu machen. Vorher habe ich hier hunderte Videos auch gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich vorher hatte, bevor ich mit SF angefangen hatte, aber lass es auch so 600, 700 Videos oder so gewesen sein, die ich vorher schon gemacht habe, auf diese ganzen Jahre verteilt. Und von 2011 bis 2017 haben diese Videos, wie ihr hier erkennen könnt, im Durchschnitt, lass es 10 Aufrufe gewesen sein. Wenn es mal gut läuft, 50 Aufrufe, dann mal 100 vielleicht, wenn es mal richtig geil ist. Aber im Durchschnitt, keine Ahnung, haben die Aufrufe von den Videos vielleicht so 10, 20 Leute. Ein paar Kumpels haben das gesehen und ich habe ein paar Mal drauf gedrückt, damit die Vieweranzahl steigt. Ja, so transparent bin ich dann auch gewesen, beziehungsweise bin ich in Bezug auf die Vergangenheit so. Ne? Und ja, das ist halt einfach eine lange Durchstrecke von insgesamt 6 Jahren, wo sich wirklich niemand für das interessiert hat, was ich gemacht habe hier auf YouTube. Und es war mir im Grunde komplett egal, weil ich einfach das gemacht habe, worauf ich Bock habe, egal ob jemand die Videos schaut oder halt nicht. Und das möchte ich so ein bisschen auch als Motivation nehmen an die Leute, die vielleicht ja auch mit Content Creation anfangen zu streamen, anfangen Videos zu machen. Lasst euch da nicht unterkriegen. Ja, irgendwann kommt dieser Wendepunkt und dann ist halt einfach nur Zeit und ja, zum richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das Problem ist aber bei den meisten, die sind nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil sie vorher schon aufgegeben haben. Ja? Ihr müsst immer da sein, immer präsent sein und wenn ihr das seid, dann kommt irgendwann der richtige Zeitpunkt und dann seid ihr da. Ja? Verpasst nicht diesen richtigen Zeitpunkt, das ist das ist der Key. Ja? Das ist der Key dazu, wirklich konstant durchzuziehen und ja, auch sich von solchen langen Durststrecken nicht unterkriegen zu lassen. Entweder ihr macht es, weil ihr es liebt, oder ihr könnt es gleich sein lassen, wenn ihr es irgendwie für Erfolg machen wollt oder sowas. Ja, das kann ich euch nur so mit auf den Weg geben. Und 2017 ging es dann bei mir los mit Shakes and Fidget. Ja, 2017 habe ich damals die ersten YouTube-Videos zu Shakes and Fidget hochgeladen. 2014 ungefähr, das war so circa hier diese Zeit, habe ich meinen Shakes and Fidget Account erstellt, den ihr hier im Hintergrund seht. Ja, der ist 2014 entstanden. Damals war ich gerade noch so in der Ausbildung. Erstes Lehrjahr müsste es gewesen sein zu meinem Beruf als Altenpfleger. Ja, damals haben mich meine Kumpels zu Shakes and Fidget gebracht und das war hier in dem Zeitraum. Hier zu dem Zeitraum war ich noch auf der Schulbank. Ja, wenn man sich diese Zeitspanne mal anschaut. Hier habe ich noch die Schulbank gedrückt. Hier war ich erstes Lehrjahr in meiner Ausbildung und hier habe ich dann angefangen, die ersten SF-Videos dann dazu zu machen. Ja. Ich hatte 2, 3 Videos auch zu SF zwischendurch mal gemacht, aber auch von hier habe ich mich hauptsächlich auf andere Games konzentriert, die ihr auch immer noch nach wie vor auf meinem Kanal finden könnt. Ja. Und ab hier kam dann dieser ganz große Wendepunkt, wo ja, ihr dann quasi ins Spiel gekommen seid. Ich wurde sehr, 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 sehr herzlich aufgenommen von der Shakes and Fidget Community und fühle mich bis heute immer noch sehr gut aufgenommen, nach wie vor. Und hier hat man dann halt eben gesehen, okay, krass. Ja, das war für mich dann so das erste Mal, dass Leute unter meine Videos kommentiert haben. Das war das erste Mal, dass ich Feedback auf meine Videos bekommen habe. Das war das erste Mal, dass auch mal irgendwie 4-stellige Aufrufanzahlen auf meine Videos gekommen sind. Ja, vorher wirklich nur 3-stellig, ganz, ganz niedrig, 100 Aufrufe oder so. Ja? Und da habe ich mich auf einmal gewundert gehabt, weil wo kommt das alles her? Habe ich mich gefragt. Ja, was ist das hier? Ich konnte es nicht begreifen. Und es war für mich wie ein
ja, ist wie ein Film, der unbegreiflich einfach war, weil ich vorher halt eben die Videos nur für mich gemacht habe. Auf einmal kommen Leute dazu und ich mache die Videos für jemand anderen. Das war für mich ein Gefühl, was mir gar nicht bekannt war. Ja? Und das hat irgendwas in mir ausgelöst, dass ich mir denke, dass ich heute immer noch am Ball bleibe und zwar aktiver wie je zuvor. Und damit verbinde ich quasi meine Leidenschaft, die ich schon seit 2011 hege und pflege. Und jetzt, ja, sehen das sogar Menschen, ja, das sehen sogar Menschen und das hätte ich halt nie mir zu träumen lassen und ab da an hatte ich dann, ja, die Leidenschaft dann auch zu Shakes and Fidget gefunden, hatte es vorher immer gespielt gehabt, hier in dem Zeitraum war ich so ungefähr Stufe 300 gewesen, ja, das war schon hoch damals und ab hier an habe ich dann angefangen, wirklich dann auch aktiv täglich Shakes and Fidget Videos zu produzieren, wodurch wir jetzt insgesamt auf 2300 Videos von Shakes and Fidget kommen, über 200-300 Streams hier alleine auf YouTube und dann natürlich noch diverse Streams auf Twitch. Also da war ich komplett in diesem Game. Es war auch eine Kombination aus, ja, habe nicht wirklich großartig Lust auf andere Games gehabt. Da war so ein bisschen die Flaute an Games war da gewesen. SF war so das Einzige, was mir auch immer Spaß gemacht hatte, schon seit ich meinen Account hier erstellt hatte. Und ja, da habe ich dann halt einfach auch mit Content Creation weiter durchgezogen und zwar aktiver je zuvor. Vorher hatte ich nicht jeden Tag ein Video hochgeladen. Wie gesagt, das waren hier auf diese Zeitspanne vielleicht 500, 600, 700 Videos gewesen. Ja, von 2011 bis 2017 und ab hier an ging es dann los. Erst alle 2 Tage und jetzt seitdem halt jeden Tag so, ne? Und da sieht man halt auch eben, wie krass hier dieser Unterschied ist im Vergleich zu vorher so, ne? Klar, man sieht jetzt natürlich auch wieder eine Tendenz, dass es natürlich auch wieder leicht zurückgeht. Das ist halt einfach dem geschuldet, dass wir halt eben jetzt auch die Zuschauer eben auf anderen Plattformen deutlich mehr aufteilen, als dass es vorher der Fall gewesen ist. Ja, wenn es vorher nur Shakes and Fidget auf YouTube gegeben hat, gibt es jetzt halt eben auch Shakes and Fidget auf Twitch. Dort haben die Zuschauer sogar die Möglichkeit, aktiv Ingame-Items zu bekommen durchs passive Zuschauen. Und da verlagert sich natürlich die Aufmerksamkeit beziehungsweise auch die Zeit der Menschen, wie sie Shakes and Fidget konsumieren, natürlich eher auf Twitch als auf YouTube. Das merke ich natürlich auch. Das merke ich am besten, weil ich natürlich jeden Tag nach wie vor Videos hochlade und dadurch am besten mitbekomme, wie halt eben sich das Ganze jetzt verhält. Ist ja ganz klar, ne? Und ja, nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass Leute auch seit 2017 bis heute 2025 immer noch am Start sind. Und dafür möchte ich euch einfach mal wirklich vom Herzen Danke sagen. Danke, 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 dass ihr mich auf dieser Reise schon wirklich so extrem lange begleitet. Einige wirklich schon, keine Ahnung, einige wenige wirklich schon seit über 10 Jahren. Viele sind seit 2017, 18 dabei, was auch schon extrem, extrem, extrem lange ist. Und das ist halt wirklich etwas, was ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Denn ihr investiert jeden Tag die Zeit, ein YouTube-Video zu schauen. Ihr investiert jeden Tag die Zeit, Twitch-Streams oder YouTube-Streams oder was weiß ich zu schauen. Und das ist halt einfach etwas, was man an Wertschätzung nicht, das kann ich euch nicht wiedergeben, weil ich weiß einfach, wie kostbar die Zeit ist. Ja? Zeit ist vergänglich, ja, und die Zeit ist das kostbarste Gut, was wir haben hier auf Erden, denn das kann uns keiner mehr geben. Ja? Alles andere ist komplett wertlos. Geld, lass es Millionen sein, bringt dir nichts, wenn du keine Zeit mehr dafür hast, das auch zu nutzen. Ja? Und deswegen möchte ich euch vielen, vielen, vielen herzlichen Dank sagen, dass ihr mich auf meiner Reise hier schon so lange begleitet und ja, das unterstützt, was ich mache, das feiert, was ich mache und ja, ich mich einfach bei euch bedanken wollte, dass, ja, weiß ich nicht, wir uns teilweise schon über Jahre kennen, aber ich eigentlich gar keinen Bezug großartig zu euch habe, weil ich euch ja nur über den Namen in den Kommentaren oder im Chat irgendwie lesen kann. Deswegen freue ich mich immer, was schon ein paar Mal tatsächlich passiert ist, wenn mich Leute auf der Straße halt einfach anquatschen und mir dann sagen, jo, wie geil sie das finden, durch SF irgendwie, ne, dass ich ihnen geholfen habe oder beziehungsweise, ne, ob ich nicht dort bin und so, das ist schon wirklich verrückt, weil man dann mal wirklich auch ein Gesicht zu den Menschen hat. Deswegen finde ich es so extrem schade, dass ich es leider nicht geschafft habe, dieses Jahr zur Polaris zu kommen, weil ich sehr, sehr gerne ein paar von euch natürlich auch die Hand gereicht hätte und umarmt hätte. Das, ja, kriegen wir aber vielleicht nächstes Jahr hin. Ich hoffe es sehr. Und
ja, das wollte ich euch einfach nur noch mal so mitteilen, dass ich jetzt hier halt schon wirklich, ja, eigentlich die Hälfte meines Lebens das Ganze hier schon verfolge, mache, nach wie vor immer noch machen werde und wahrscheinlich auch ja, in langer Zukunft noch weiterhin so mache, denn das ist das, was mir Spaß macht und ihr habt gesehen, selbst wenn niemand am Start ist, ja, selbst wenn ich die Videos hier für mich alleine machen sollte, es ist mir scheißegal, ja, es ist mir wirklich sowas von scheißegal. Natürlich freue ich mich umso mehr, wenn Leute das auch noch feiern und da sind und das wertschätzen hier und einfach zuschauen und das mögen, was ich mache, aber ihr habt gesehen, woher ich auch gekommen bin und ich das nirgends irgendwie in Ansatzweise für irgendwelchen finanziellen Fortschritt hier gemacht habe. Natürlich ist man jetzt in einer Situation, wo man sagen kann, okay, krass, das ist wirklich ein heftiger Nebenjob, den man hier ausübt, einfach mal zu dem, was man halt eben gelernt hat vor einigen Jahren hier. Ja, das ist natürlich ganz klar und das ist natürlich auch ein heftiger Support und hätte ich mir auch hier vorne wirklich nicht im Ansatzweise träumen lassen, dass das eines Tages mal so weit kommt und sich dann auch über so lange Zeit auch hält. Ja? Denn es ist auch ganz essentiell, Leute ja, schießen vielleicht aus dem Boden, aber je höher der Weg nach oben ist, desto schneller fällt man auch wieder runter. Und deswegen finde ich das eigentlich so sehr gut, wie es ist, dass wir wirklich immer stetig, langsam und ständig einen Wachstum verzeichnen konnten und nicht irgendwie über Nacht ja, einen Hype hatten und am nächsten Tag sich keiner mehr dafür interessiert. Deswegen wirklich vielen lieben Dank von Herzen. Grüße gehen raus an jeden einzelnen von euch. Fühlt euch wirklich umarmt von mir und vielleicht sieht man sich mal irgendwann. Das wollte ich euch nur mal so mit hier nochmal auf den Weg geben. Ne? Selbst wenn ihr auch selber Creator seid und ihr macht das schon seit 1-2 Jahren, lasst euch davon nicht unterkriegen. Ne? Macht es nicht für die Zahlen, macht es, weil es euer Hobby ist, weil es euch Spaß macht. Und wenn Leute dazukommen und mit euch chatten oder Kommentare schreiben, dann freut ihr euch einfach umso mehr. Ja, das war es soweit von mir. Ich werde jetzt meinen Geburtstag feiern. Wenn ihr das seht, bin ich schon längst weg. Ja, und genau, das war es soweit. Ich hoffe, ja, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen in die Reise der Vergangenheit hier und verabschiede mich. Und natürlich geht es morgen weiter mit einer neuen Folge Shakes and Fidget. Bis dann, alles Gute, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.